Ich wohne zusammen mit meinen Eltern auf dem Hof meiner Großeltern. Das war früher mal hier eine Landwirtschaft. Die Flächen sind mittlerweile verpachtet und wir bewirtschaften eigentlich nur noch unseren Wald, was ungefähr 6 Hektar sind. Ich habe meine Ausbildung zum Forstwirt im Jahr 2018 begonnen, bei den Niedersächsischen Landesforsten, im Forstamt Görde, das ist hier in der Nähe. Und da bin ich auch geblieben und wurde übernommen und arbeite da jetzt als Forstwirt in der Försterei Siegen. In unserer Gegend haben wir sehr magere Böden und da ist die Kiefer quasi unsere Brotbaumart und die finde ich einfach als Allrounder im Bauholz ideal. Angefangen habe ich mit der LX50 damals. Dadurch, dass es immer mehr geworden ist und immer mehr Aufträge reinkamen, habe ich mich dann nach ca. 4 Jahren dafür entschieden, aufzurüsten und habe mich für die LT20 Start entschieden, weil ich überwiegend die Arbeiten hier alleine vollrichte und die Hydraulik dann natürlich ungemein hilft beim Manipulieren des Holzes. Neben den Holzlisten, die die Kunden bei mir bestellen, baue ich auch selber gerne Tische, Bänke, Stühle, Hochsitze, Zäune aus Holz. Und durch das Selbstanschneiden entsteht da natürlich schon der erste Qualitätsanspruch bei mir, dass ich einfach weiß, welches Holz ich für dieses Projekt brauche und selbst entscheiden kann und selbst einschneide, damit es einfach alles perfekt zueinander passt und individuell bleibt. Für Aufträge, wie zum Beispiel im Zaunbau, ist natürlich die Wuttmeiser der Grundstein. Und das kommt auch immer sehr gut bei den Kunden an, dass alles aus einer Hand kommt, wenn ich denen erzähle. Ich säge das sogar selber ein, ich brauche das nicht zukaufen und produziere das alles selber. Das freut die immer sehr. Moin, mein Name ist Moritz Rott, ich komme aus den Wendlern, aus Klembrese. Da ich selbst das Glück habe, im Wald zu arbeiten, ist es für mich auch immer wieder spannend, dass ich teilweise Bäume, die ich im Wald selber umgeschnitten habe, am Ende auch auf meiner Säge liegen habe und dadurch einfach Möbelstücke baue, die dann wie zum Beispiel im Nachbarort stehen, wo man dann später dran vorbeifährt und denkt, guck mal, das war das Möbelstück aus dem Baum aus der und der Gegend.